In Preußen gab es bis 1918 auf kommunaler Ebene das Dreiklassenwahlrecht. Kurz gesagt, wenige Wohlhabende konnten deutlich mehr Stadtverordnete stellen als der ärmere Teil der Einwohner, also hatten die Wahlstimmen nicht das gleiche Gewicht. In der Weimarer Republik war das anders. Alle Stimmen waren gleich. Jetzt waren auch Frauenstimmen an der Wahlurne gefragt. Und sie durften sich auch wählen lassen. Ab 1919 stellten Parteien ihre Kandidaten für die Wahl auf. Traditionell war die Zentrumspartei bei früheren Reichstagswahlen in Jülich die stärkste Partei gewesen. Das blieb auch in der Weimarer Republik so und jetzt auch im Stadtrat. Mit der Ansiedlung des Eisenbahnausbesserungswerks kamen auch hunderte Arbeiter nach Jülich. Das war neu für die Bauern- und Beamtenstadt. Schon im November 1918 gründete sich ein Ortsverein der SPD und wenig später eine Ortsgruppe der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Einige einflussreiche Zentrumspolitiker aus dem früheren Stadtrat wurden von den Bürgern auch im neuen System gewählt. Der Parteivorsitzende und Gymnasiumsdirektor Geheimrat Dr. Anton Kreuser gehörte dazu und auch der Zeitungsverleger und Druckereibesitzer Adolf Fischer. Sie waren maßgeblich an der Auswahl der Verwaltungsbeamten beteiligt und sie schafften es, gute Mitarbeiter nach Jülich zu holen. Den Bürgermeister Johannes Kinzen 1920 und 1921 den Stadtbaumeister Karl Andereyer sowie den Stadtsyndikus Alexander Stollenberg. In dieser Zeit wurden wichtige Entscheidungen zur Stadtentwicklung getroffen. Erst nach Ende der Besatzung durfte auch in Jülich eine Ortsgruppe der NSDAP gebildet werden. Nach der Wahl im März 1933 übernahmen sie die Macht im Jülicher Rathaus. Im Dezember 1933 wurden alle anderen Parteien verboten. Ab 1934 wurden Stadtverordnete berufen, nicht mehr gewählt. Der Jülicher Bürgermeister blieb von 1920 bis 1944 der gleiche. Johannes Kinzen wurde in der Weimarer Republik in freien Wahlen zweimal gewählt. Und die Nationalsozialisten ließen ihn im Amt, nachdem Kinzen Parteimitglied geworden war. Er begründete das später damit, er wäre dazu aus der Bürgerschaft gebeten worden, um damit Schlimmeres zu verhindern. Ende 1944 lag Jülich an der Frontlinie beim Vorrücken der Alliierten und war zum Kriegsende eine nahezu völlig zerstörte Stadt.